Eine super Übungsform, was ihr ins Tennistraining einbauen könnt, ist Tabata. Tabata ist ein Intervalltraining, was euch wirklich richtig auf Puls bringt, und ich stelle euch das mit Timo und 2 weiteren Gästen heute vor. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und in meinem Kanal dreht sich alles rund um den schönsten Sport der Welt. Heute geht es um das Thema Tabata, und wenn dir das Video gefällt, dann lass mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, drück auf die Glocke und du verpasst dann kein Video mehr von mir. So, hallo, ich habe mir heute jetzt wieder den Timo zur Seite genommen. Timo und ich wollen euch heute Tabata vorstellen. Tabata, ein Intervalltraining für tennisspezifisches Intervalltraining, muss man ja sagen. Und Timo stellt einfach mal die App vor und genau um was es geht. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar geht es heute um ein Intervalltraining in einem kurzen Bereich. Das heißt, wir werden so zwischen 5 und 8 Minuten trainieren. Kleine Regenerationsphase. Ungefähr 5 bis 8 Minuten Training sind ungefähr 45 bis 1 Stunde Joggen an Zeit oder an Effektivität, die man relativ schnell auf einem Quadratmeter auch zu Hause machen kann oder neben dem Tennisplatz als Vorbereitung, als Warm-up. Und da stellen wir euch ein paar Übungen vor. Ein Begleiter ist mein Tabata. Ich gehe mal näher ran. Ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, aber das Ganze heißt Tabata-Timer. Gibt es verschiedene, da kann ich den Intervall, die Länge, die Zeit einstellen, was ich für euch jetzt voreingestellt habe. Wo kriegt man das her erstmal? Das ist kostenlos im App Store. App Store, sowohl bei Apple als auch bei Android. Ja. Gibt es verschiedene Ausführungen. Manche sind mit Musik oder ohne Musik. Ich habe jetzt hier eingestellt an meinen Workflow 8 Tabatas, also 8 Einheiten, 8 Sets, und die Tabata-Länge ist immer dann 1 bis 2 Sets. Man kann am Anfang, würde ich immer 2 Sets empfehlen mit 8 Wiederholungen, vielleicht auch nur 6 oder 6 Übungen, und dann kann ich mich da auch steigern. 15 Sekunden ist der Workflow, 10 Sekunden ist die Pause, und dann geht es immer weiter. Kennt man vielleicht vom Zirkeltraining noch aus der Schule. Und ja, spezifisch auf Tennisübungen. Gut, dein Handy war aus. So, man sagt ja auch, Tabata ersetzt so ein bisschen das Joggen. Inwiefern kannst du das bestätigen? Ja, es ist eine hohe Intensität, weil ich halt in relativ schneller Abfolge viele Muskelgruppen beanspruche und habe eine höhere körperliche Anstrengung. Das heißt, ich mache viele Sachen relativ schnell hintereinander weg, und das heißt, ich bin eigentlich nach diesen 5 Minuten nass geschwitzt, wenn ich es richtig mache. Wichtig ist halt immer hohe Intensität mit einer geringen Pause, um mich dann schon auf die nächste Übung vorzubereiten. Aber ihr werdet das gleich im Video sehen, wie es aussieht, und ich denke, der eine oder andere, wir haben uns noch Unterstützung heute geholt, aber dazu gleich mehr. So, bevor wir das Tabata-Training machen, noch mal eine kurze Erklärung. Wir reden hier von einer hohen Intensität, von einem Ausdauertraining, was dazu dient, dass ich in relativ kurzer Zeit den gleichen Effekt habe, als wenn ich zum Beispiel joggen gehe oder mir andere Schwerpunkte suche wie Fahrradfahren. Aber ich kann in einer kurzen Zeit eine hohe Belastung haben, was mir dann im Tennis auch hilft. Und mit den dazugehörigen funktionalen Übungen kann ich das Ganze natürlich dann auch dementsprechend anpassen und individuell steuern. Viel Spaß damit! So, wir legen los. Unsere 2 Mädels hier als Unterstützung. Vielleicht auch jeder macht das, was er kann. Das heißt, wir machen hier immer vielleicht so eine kleine Frauenvariation. Mein Handy habe ich eingestellt. Ich habe es euch ja eben schon erklärt. Wir fangen an. Ich mache auf Ready, Steady, Go. Das Handy gibt die Kommentare, und ich sage vorher kurz immer in der Pause die Übung an, die man normal vorher bespricht. Jeder für sich aber dann individuell machen kann. Der eine hat Schwerpunkt Schulter, Schwerpunkt Rücken. Ich habe jetzt einen Mix genommen aus ein paar Übungen. Ich habe jetzt nicht für jeden ein Übungsset dabei, aber wir machen das dann exemplarisch dann nochmal durch. So, es geht los. Martin macht auch mit, freue ich mich. Geht los, wir haben 10 Sekunden Prepare. Das Handy legen wir auf den Boden. Wir gehen in die Liegestützposition. Die Mädels machen die Frauenliegestütz. Und das Handy gibt mir gleich Go. Jetzt mache ich so viel Liegestütz wie geht, so schnell wie geht, in 15 Sekunden. Genau, immer Spaß haben dabei, das ist das Wichtige. Ja, lachen, das ist gut. Und kommen noch 7. Jawohl, noch 3, 2, 1. Wir wechseln in die Rückenposition, setzen uns hin, machen die Beine nach vorne und gehen zwischen die Beine. Wenn es losgeht, 3, 2, 1, los. Und so viel Sit-Ups wie geht. Genau, jeder in seinem Level, wer die Beine abstellen will, stellt die Beine an den Boden und macht wenig. Also ihr könnt da variieren, wie das zu euch passt. Gut, wir stellen uns wieder hin, machen die klassische Kniebeuge. Ganz einfache Übung. Arme gehen nach vorne, sind in der Ready-Position. Das Handy gibt mir wieder vor, Go.
und set. Genau, und runtergehen und schnell. Genau. Lächeln in die Kamera, das ist für uns immer ganz wichtig. Für euch natürlich beim Nachmachen genauso. Jawohl. Sehr gut, wir gehen in die Seitposition. Nehmen den Hüftbeuger, müssen jetzt nach 10 Sekunden wechseln. Gehen hier hoch, wer die Knie unten lassen will, kann das auch machen. Und versuchen hier den seitlichen Hüftbeuger. Und wir wechseln die Seite, schnell auf die andere Seite. Jawohl. Sehr gut, wir stellen uns wieder hin. Machen Front Kick, das heißt, wir gehen über Kreuz, so schnell wie es geht, zu unseren Armen. Und starten jetzt. Genau. Zack, zack. Und berühren. Und immer lächeln, Martin. Genau, ja. Seine Lieblingsübung. Ja, wir sind jetzt bei Übung Nummer 4. Ne, 5 schon. Sehr gut. Wir gehen in die Halteposition, gehen auf unsere Ellbogen, entspannen uns noch kurz und freuen uns, wenn es gleich losgeht. Und wir halten. Genau. Wichtig ist hier Bauchspannung, Nacken, Rücken gerade und immer lächeln, ne Martin? Ja. Genau, noch 6 Sekunden. Sehr schön. Dann gehen wir hoch und machen Tappings. Ja, mit den Armen mit dazu, möglichst schnell, auch 15 Sekunden. Wir geben Gas und wir haben Spaß. Und los geht's. Tappings, genau. Ja, das sieht bei den Mädels wahrscheinlich im Nachgang besser aus. Jetzt sind sie ein bisschen unter Druck. Ciao. Und genießen es, jawohl. Herrlich. Und zum Schluss kommt noch meine Lieblingsübung, der Hampelmann. Ja, machen wir jetzt mal seitlich. Das heißt, so schnell wie es geht. Den Hampel, merkt schon, die Atmung wird höher. Und los geht's, komm, 15 Sekunden nochmal. Ja. Herrlich. Oh, jetzt habe ich das Mikro raus. Ja, das passiert, nicht schlimm. So, jetzt hätten wir den ersten Tabata, hätten jetzt im Nachgang die gleichen Übungen nochmal. Das Ganze nochmal. Wir haben jetzt schon eine erhöhte Atmung. Vielen Dank. Macht das bitte 2-mal. Wenn es gut läuft, 3x8, 3x10, dann seid ihr Profis. Danke. So, Swantje und Lilly, der Martin kann nicht mehr, der liegt hinter der Kamera. Machen jetzt noch mal ein paar Übungen, wenn ich nicht mit dem eigenen Körper trainieren will, sondern die Materialien, die ich euch im anderen Video schon mal, die Kettlebell, 8 Kilo, die Mädels sagen, sie kennen das, sind beide gute Tennisspielerinnen. Ich mache es kurz vor und dann werden die euch das mal kurz nachmachen. Und zwar eine der Übungen ist unsere Pendelübung, Russian Swing heißt das Ganze, gibt auch American Swing. Mache ich das auch 15 Sekunden lang und baue das in mein Tabata mit ein. Swantje wird uns das kurz zeigen. Genau, wichtig ist Schwung über die Beine, auch hier wieder Spannung im Bauch, nicht aus dem Rücken, wie bei allen Sachen, die wir euch heute gezeigt haben. Achtet auf eine gesunde Ausführung. Gut, nächste Übung mit der Kettlebell, dann wird Lilly uns das gleich mal zeigen. Und zwar nehmen wir das für die Arme, wir pendeln mit den Armen neben dem Körper, 8-mal rechte Seite. Sieht sehr einfach aus, aber 8 Kilo haben auch eine physikalische Wirkung. Ja, nehmen wir das Ganze in die linke Seite, dynamischer Wechsel, jeweils 10 Sekunden fürs Tabata und Lilly zeigt euch das mal. Ja, bei Frauen kann man 4 bis 6 Kilo nehmen, Männer haben meistens 6 bis 8, je nach Leistungsvermögen. Auch da macht sie sehr gut. Breite, tiefe Stellung, wie beim Tennis, Bauchspannung und dann wechseln wir nochmal die Hand. Genau, nehmen die andere Seite. Kann ich also auch mit einbauen, wenn ich sage, ich brauche das für meine Arme, für meine Stabilität. Gut, weitere Übungen. Wir machen noch 2 mit der Kettlebell. Und zwar eine Übung, die auch für Fußballer gut ist, für den Einwurf. Das heißt, ich lege mir die Kettlebell hier hinten rein und strecke quasi hier, wie für den Aufschlag wichtig, meinen Arm. Auch wichtig, dass ich nicht das mache, sondern dass ich meine Bauchspannung halte und der Bauch quasi mitarbeitet. Swantje wird das nochmal übernehmen. 8 Kilo schaffst du. Gib's ihm mal. Genau, super. Genau, ja, versuch's zu strecken. Atmen ist auch immer wichtig. Man neigt immer dazu, die Atmung nicht zu nutzen. Atmen und ja, super. Dann die letzte, die ich auch sehr schön finde.
als Übung auch so eine Pendelübung. Das heißt, ich pendele zwischen die Beine und übergebe mir dann die Kettlebell von links nach rechts und gehe dabei tief. Das heißt, hier kommt wieder mein Adduktor zur Geltung und ich nutze wieder den Schwung der Hantel, um mich dabei zu bewegen. Ja, gibt natürlich 1000 Übungen auch zum Kettlebell. Das waren jetzt 4. Ihr könnt natürlich da auch googeln, nachschauen oder gerne im nächsten Video vielleicht nochmal Übungen dazu. Dann geht es weiter mit dem Terraband. So, dann nochmal der Hinweis, das sind natürlich alles Übungen, die kann ich in mein Tabata-Training mit einbauen. Ich kann natürlich auch ein spezifisches Training nur mit Kettlebell machen, aber unser Ziel ist es, Übungen für Tabata zu entwickeln, nicht mit dem eigenen Körper, sondern mit meinen 2 Sachen, die ich brauche. So eine Kettlebell kostet um die 20 €, gibt es auch bei Tennis Point zu kaufen, oder ich kaufe mir ein sogenanntes Deuserband, es geht auch ein Terraband, dem ich Übungen mache fürs Tennis. Auch hier wieder stelle ich euch kurz 4 Übungen vor. Variation ist immens. Ja, kann man sich mal vertauschen. Das heißt, wir schauen hier, was wir hiermit machen können. Ich fange mal an mit der ersten Übung. Ich nehme das Band hinter meinen Rücken, nehme die Arme vorne rein und mache den, ich nenne es immer Superman. Das heißt, ich strecke meine Arme nach vorne und gehe wie Superman nach vorne. Auch da wichtig wieder Bauchspannung. Ja, beim Tennis ist auch wichtig, dass ich hier nach vorne komme und meine Arme strecken kann und kann das Ganze dann auch sehr schnell machen. Das Ganze wird uns Swantje dann nochmal demonstrieren. Ich gebe es dir mal so in die Hand. Vorne reingreifen, genau, und du versuchst mal so weit wie es geht. Jawohl, super, auch die Körperspannung wichtig. Merkt schon, der Muskel zuckt. Die eine Seite geht besser, die andere geht nicht so gut. Aber man kann mit so Bändern nicht so viel falsch machen, als wenn ich jetzt eine 10 Kilo Hantel nehmen würde. Das heißt, deswegen arbeiten wir mit diesem Deuserband. Gut, nächste Übung ist für den Bizeps. Da müssten wir jetzt eigentlich Martin mit einschalten und müssten das zeigen. Das heißt, Bizepsübung. Ich stelle mich auf mein Deuserband drauf, etwas breitbeinig hin, mache meinen Rücken gerade. Wichtig ist, dass ich auch hier nicht ins Hohlkreuz gehe und versuche hier einfach, gerade wenn das Deuserband wie bei mir relativ neu ist, dann ist es noch ein bisschen intensiver, aber das unterstützt quasi meinen Bizeps, aber auch meine Funktionalität. Und Lilly wird das Ganze auch nochmal machen. Genau, da wichtig. Vielleicht von unten rein. Ja, oder perfekt. Sieht man auch, Lilly macht das nicht zum ersten Mal. Sie weiß auch, wie man sich hinstellt. Ne? Tiefe Stellung, Körperspannung und bitte nicht wieder ins Hohlkreuz dabei. Gut, dann haben wir noch 2 weitere. Einmal zum Rudern. Kann man sich auf den Boden setzen. Ich strecke meine Beine aus, mache das Band nach vorne und versuche dann für meine Muskulatur im Rückenbereich auch hier wieder Bauchspannung zu haben, nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Und dann versuche ich zu rudern. Stell mir vor, ich fahre auf der Fulda in Kassel oder auf den Main in Frankfurt. Dann ein bisschen durch die Gegend. Ich übergebe dann nochmal an die Swantje, die das nochmal nachmacht. Genau, Beine strecken und jetzt ziehe ich so weit wie es geht. Ja, immer auch da schauen, wie weit geht es bei mir. Der eine schafft es bis nach hinten, der andere nicht. Ihr werdet euch steigern, ihr werdet euren Weg finden. Schaut, dass ihr das so macht, wie es für euch okay ist und nicht in den Schmerz oder eine Überbelastung. Auch Wiederholungszahlen immer 8 bis 10 Mal passt das. Kommen wir zur letzten Übung mit unserem Band. Da können wir uns auch wieder reinstellen und wir können eine Kniebeuge simulieren. Das heißt, wir gehen in das Band rein, machen es hinter den Rücken, gehen tief und strecken uns. Das heißt, hier habe ich einen Widerstand, der gegen mich arbeitet. Und so kann ich arbeiten, indem ich den Beinstrecker, den Oberschenkelmuskel und auch da wichtig, wieder in die Bauchspannung reinzukommen. Lilly wird das gleich nochmal zeigen. Genau, gehe ich tief, gehe hoch. Perfekt. Dann sage ich Danke an die beiden Mädels, wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im Outro. So, das war unsere kleine Tabata-Session für euch als Präsentation. Ja, ich finde es eine super Sache, um einfach schnell auf Temperatur zu sein, Körper aufzuwärmen und eben halt auch gewisse Schwerpunkte zu setzen. Und ja, Timo, bei dir?
Ja, also das geht darum, dass ich wirklich mir selber meine Übungen zusammenbastle, was ich brauche, wo meine Schwerpunkte sind oder wo meine Schwachpunkte sind in dem Fall. Und dann stelle ich meinen Tabata so zusammen, dass ich die Übungen halt habe. Tabata nochmal übersetzt, Herz-Kreislauf-Training, funktionales Training. Finde es auch toll. Ich habe das App jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren oder 5 Jahren, nutze das regelmäßig auch für mich selbst und es macht Spaß und es ersetzt auch ein bisschen das Fitnessstudio, wenn ich nicht so viel Zeit habe und ich brauche halt nur 1 Quadratmeter, vielleicht 2, 3 Geräte dazu und dann kann ich variieren, wie ich möchte. Genau. Und wenn ihr vielleicht noch Ergänzungen zu diesem Video habt, wenn ihr vielleicht noch weitere Schwerpunkte habt oder Übungsformen zum Thema Tabata, dann lasst es mich wissen in den Comments. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Martin und Timo, mach's gut, ciao. bis dahin, ciao.